Hallo Anna, hast du in letzter Zeit gesundes Obst gegessen? Hallo John, eigentlich ja. Ich mag Äpfel in letzter Zeit sehr. Man sagt, ein Apfel am Tag hält den Arzt fern. Haha, das stimmt. Ich habe versucht, selbst mehr Bananen zu essen. Sie sind voller Kalium, weißt du. Oh, ich liebe auch Bananen. Sie sind so ein einfacher und praktischer Snack. Aber haben Sie versucht, Ihrer Ernährung Beeren hinzuzufügen? Ich liebe Beeren. Sie sind köstlich und so gut für dich. Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren, was auch immer. Ja, und sie eignen sich hervorragend, um Ihrem Fruchtkonsum etwas Abwechslung zu verleihen. Außerdem sind sie kalorienarm und reich an Antioxidantien. Genau. Ich denke, es ist wichtig, eine gute Mischung aus Früchten in ihrer Ernährung zu haben. Auf diese Weise erhalten sie eine Reihe von Vitaminen und Mineralien. Und es ist immer eine gute Idee, die Dinge zu ändern, um zu verhindern, dass sie sich bei der Auswahl ihrer Lebensmittel langweilen. Ich stimme zu. Ich glaube, ich hole mir jetzt einen Apfel und ein paar Beeren. Danke für die Erinnerung, Anna. Kein Problem, John. Genießen Sie Ihren Fruchtsnack. Hi Anna, erinnerst du dich, als wir mit dem Bus zur Schule gefahren sind? Natürlich tue ich das, John. Es war immer ein Abenteuer. Ja, damals hatte der Bus eine Panne und wir mussten ungefähr eine Stunde auf einen weiteren warten. Oh ja, oder die Zeit, als wir den Bus verpassten und zur Schule rennen mussten, um nicht zu spät zu kommen. Haha, daran erinnere ich mich. Wir waren so außer Atem, als wir zum Unterricht kamen. Aber weißt du was? Mit dem Bus zu fahren hat wirklich Spaß gemacht. Unterwegs haben wir so viele interessante Dinge gesehen. Ja, und wir haben auch ein paar gute Erinnerungen gesammelt. Wie damals, als wir aus vollem Herzen Seveis Omnibus sangen. Haha, daran erinnere ich mich. Alle im Bus machten mit, es war wie ein Minikonzert. Und vergessen wir nicht all die Leute, die wir beobachtet haben. Wir haben manchmal ziemlich komische Sachen gesehen. Oh ja, wie die Zeit, als der Typ seinen Leguan als Haustier mit in den Bus genommen hat. Stimmt. Und dann war da noch diese eine Frau, die ihren gesamten Garten mit in den Bus genommen hat. Haha, das habe ich vergessen. Gute Zeiten, John, gute Zeiten. Definitiv. Weißt du was, vielleicht sollten wir der alten Zeit zuliebe wieder den Bus nehmen. Klingt nach einem Plan, John. Aber hoffen wir, dass es diesmal nicht kaputt geht. Hi Anna, was gibt es heute Abend zum Abendessen? Ich denke darüber nach, ein gebratenes Steak zuzubereiten. Magst du es? Oh ja, ich liebe ein gutes Steak. Aber ich hoffe, du weißt, wie man es richtig zubereitet. Natürlich tue ich das. Ich bin ein großartiger Koch, John. Okay, okay. Ich möchte einfach nicht mit einem Schuhleder zum Abendessen enden. Keine Sorge, John. Ich kenne alle Tricks, um es zart und saftig zu machen. Okay, gut. Aber was ist mit dem Gewürz? Du willst es nicht übertreiben und den Geschmack ruinieren. Ich habe alles im Griff, John. Ich werde genau die richtige Menge Salz, Pfeffer und andere Gewürze verwenden, um es perfekt zu machen. Nun, das hoffe ich. Denn wenn du es vermassest, muss ich stattdessen eine Pizza bestellen. Oh nein,
das tust du nicht, John. Ich werde dafür sorgen, dass es großartig wird. In Ordnung, in Ordnung. Aber wenn es großartig wird, wirst du vielleicht mein Lieblingskoch aller Zeiten. Haha, ich nehme das als Herausforderung, John. Machen Sie sich bereit für das beste gebratene Steak, das Sie je probiert haben. Hi Anna, hast du schon darüber nachgedacht, deinen Führerschein zu machen? Ja, habe ich. Aber ich bin deswegen etwas nervös. Ich habe gehört, dass die Fahrprüfung ziemlich hart ist. Keine Sorge, Anna. Es ist nicht so schlimm. Denken Sie daran, Ihre Spiegel zu überprüfen und Ihre Blinker zu benutzen. Das ist leichter gesagt als getan, John. Ich möchte nicht versehentlich gegen einen Bordstein stoßen oder so. Haha, ja, ich erinnere mich, als ich Autofahren gelernt habe, bin ich selbst auf ein paar Bordsteine gestoßen. Aber das ist alles Teil des Lernprozesses. Ich schätze, du hast recht. Aber was ist mit parallelem Parken? Das ist das Schwierigste überhaupt. Ah ja, das gefürchtete Parallelparken. Aber du weißt, was sie sagen, Übung macht den Meister. Ich weiß nicht, John. Ich muss vielleicht 10 Jahre üben, bis ich es richtig mache. Hi, sei nicht so hart zu dir selbst. Ich bin sicher, du wirst das großartig machen. Und denken Sie an all die Freiheit, die Sie haben werden, wenn Sie Ihre Lizenz erhalten haben. Das stimmt. Sie müssen nicht mehr auf den Bus warten oder sich bei Fahrten auf andere verlassen. Ich denke, ich bin bereit, den Sprung zu wagen. Das ist der Geist, Anna. Und wenn Sie Hilfe oder moralische Unterstützung benötigen, lassen Sie es mich einfach wissen. Danke, John. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Hoffen wir jetzt einfach, dass ich das Auto während des Tests nicht zum Absturz bringe. Hi Anna, warst du schon einmal in Paris? Nein, habe ich nicht. Aber es steht definitiv auf meiner Bucketlist. Du solltest auf jeden Fall gehen. Der Eiffelturm, der Louvre, die Croissants, es ist alles unglaublich. Ja, ich habe gehört, dass das Essen fantastisch ist. Aber was ist mit der Sprachbarriere? Ich spreche nicht sehr gut Französisch. Haha, mach dir darüber keine Sorgen, Anna. Sag einfach viel Bonjour und Merci und es wird dir gut gehen. Das ist leichter gesagt als getan, John. Ich möchte nicht versehentlich jemanden beleidigen oder in einem Restaurant das Falsche bestellen. Okay, okay, ich habe eine Lösung. Wir werden beide einige grundlegende französische Sätze lernen, bevor wir gehen. Das ist eine großartige Idee, John. Wir könnten lernen, Dinge zu sagen wie wo ist das Badezimmer? Und ich hätte gerne ein Glas Wein, bitte. Haha, das sind definitiv wichtige Sätze, die man kennen sollte. Aber wir müssen auch unsere Akzente üben, damit wir nicht wie amerikanische Touristen klingen. Richtig, wir wollen nicht die Leute sein, die nach Paris gehen und die ganze Zeit Englisch sprechen. Genau. Wir werden den Franzosen zeigen, dass wir kultiviert sind. Oder wir blamieren uns einfach und machen uns lächerlich. Hi, solange wir Spaß haben, wen interessiert das? Buchen wir die Tickets nach Paris und fangen an, unser Französisch zu üben. Hi Anna, hast du in letzter Zeit darüber nachgedacht, einen neuen Computer zu kaufen? Ja, habe ich. Mein alter Computer ist so langsam, dass es ewig dauert, etwas zu laden.
Ich weiß, was du meinst. Mein Computer ist so alt, dass er praktisch ein Dinosaurier ist. Haha, ja, wir brauchen definitiv ein Upgrade. Aber haben Sie die Preise neuer Computer gesehen? Sie sind so teuer. Ich weiß, oder? Es ist, als müssten wir eine zweite Hypothek aufnehmen, nur um einen anständigen Computer zu kaufen. Vielleicht sollten wir einfach bei unseren alten Computern bleiben und lernen, geduldiger zu sein. Oder wir könnten einfach eine dieser billigen gefälschten Marken aus China kaufen. Oh, davon weiß ich nichts, John. Ich will nicht, dass mein Computer vor meinem Gesicht explodiert oder so. Ja, das ist ein gutes Argument. Wir könnten jederzeit versuchen, unseren eigenen Computer von Grund auf neu zu bauen. Meinst du das ernst? Keiner von uns hat Erfahrung mit solchen Dingen. Wie schwer könnte es sein? Wir schauen uns einfach ein paar YouTube-Tutorials an und wir werden in kürzester Zeit Experten sein. Ich weiß nicht, John. Das klingt nach einer Katastrophe, die darauf wartet, passieren zu können. Nun, wir könnten immer einfach eine Bank ausrauben und das Geld verwenden, um einen superteuren Computer zu kaufen. Haha, ich denke nicht, dass das eine sehr gute Idee ist, John. Aber vielleicht könnten wir einfach anfangen, unser Geld zu sparen und einen neuen Computer zu kaufen, wenn wir ihn uns leisten Das ist können. wahrscheinlich der beste Plan. Aber versuchen wir in der Zwischenzeit einfach, unsere alten Computer nicht frustriert aus dem Fenster zu werfen. Hey Anna, hast du das Fußballspiel gestern Abend gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich bin nicht wirklich ein Fan von Fußball. Was? Wie könntest du Fußball nicht mögen? Es ist der beste Sport der Welt. Tut mir leid, John. Ich finde es einfach nicht so interessant. Nun, du verpasst etwas. Du hättest das Spiel gestern Abend sehen sollen. Es war ein Nervenkitzel. Wirklich? Was ist passiert? Nun, es waren die letzten Sekunden des Spiels und das Ergebnis war unentschieden. Dann warf der Quarterback wie aus dem Nichts einen Hail Mary-Pass und Landung. Wow, das klingt unglaublich. Ja, es war unglaublich. Du hättest dort sein sollen. Vielleicht gebe ich dem Fußball noch eine Chance. Aber ich verstehe nicht wirklich alle Regeln und so. Das ist okay, Anna. Fußball ist leicht zu verstehen. Es sind im Grunde nur ein paar Typen, die herumlaufen und sich gegenseitig schlagen. Haha, das klingt nicht sehr ansprechend. Vertrau mir, Anna. Sobald Sie anfangen, Fußball zu schauen, werden Sie begeistert sein. Es ist wie eine Droge. Ich weiß nicht, John. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich leben kann, ohne fußballsüchtig zu sein. Passt zu dir, Anna. Aber denk daran, wenn du am Sonntagnachmittag alleine zu Hause sitzt und dich zu Tode gelangweilt hast, hättest du mit uns anderen Fußball schauen können. Haha, danke für die Warnung, John. Aber ich denke, ich werde mein Risiko eingehen. Hey Anna, bist du gestern zum Arzttermin gegangen? Ja, habe ich. Um ehrlich zu sein, war es eine kleine Katastrophe. Oh nein, was ist passiert? Nun, zunächst musste ich über eine Stunde im Wartezimmer warten. Dann, als der Arzt mich endlich sah, bat er mich, meine Hose auszuziehen.
Was? Das ist ein bisschen gruselig, nicht wahr? Ich weiß, oder? Ich fühlte mich so unwohl. Und dann, als ich mich endlich angezogen hatte, wurde mir klar, dass ich mein Hemd von innen nach außen angezogen hatte. Haha, das ist so komisch. Hat der Arzt irgendwas gesagt? Ja, er sah mich nur an und sagte, nun, ich schätze, du hast einen dieser Tage, oder? Wenigstens hatte er dabei einen guten Sinn für Humor. Hat er dir wenigstens gute Neuigkeiten gegeben? Nein, leider. Er sagte mir, ich müsse mehr Gemüse essen und mehr Sport treiben. Pfui, ich hasse es, wenn Ärzte mir das sagen. Es ist, als ob sie denken, dass wir alle nur faule Kauten sind. Ich weiß, oder? Aber ich schätze, er hat recht. Ich muss besser auf mich selbst aufpassen. Nun, mach dir keine Sorgen, Anna. Wir können anfangen, mehr Salate zu essen und zusammen spazieren zu gehen. Haha, danke, John. Du weißt immer, wie du mich aufmuntern kannst. Kein Problem, Anna. Denk daran, wenn das Leben dir Hemden von innen nach außen gibt, mach Limonade. Oder so ähnlich. Hey Anna, ich treffe mich heute mit einer alten Freundin. Willst du mit mir kommen? Klar, das klingt nach Spaß. Wer ist dein Freund? Sein Name ist Tom. In der Highschool haben wir zusammen Baseball gespielt. Oh, cool. Es wird nett sein, einen alten Freund zu treffen. Ja, ich freue mich darauf. Aber es gibt eine Sache, die du über Tom wissen solltest. Was ist das? Er ist ein bisschen ein Charakter. Er hat die seltsame Angewohnheit, in Filmzitaten zu sprechen. Was meinst du? Er wird zum Beispiel mitten in einem Gespräch zufällig Zeilen aus Filmen herausplatzen lassen. Es kann ziemlich erschütternd sein. Haha, das ist so komisch. Ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Sei einfach vorbereitet. Er könnte jeden Moment anfangen, Scarface oder The Godfather zu zitieren. Komm schon, John. Ich liebe ein gutes Filmzitat. In Ordnung, aber sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt habe. Es kann ziemlich lächerlich werden. Keine Sorge, ich komme damit klar. Ich werde auf jeden Fall mit meinen eigenen Filmzitaten bewaffnet sein. Haha, das klingt nach einem interessanten Nachmittag. Hey Anna, hattest du in letzter Zeit Probleme mit deinem Computer? Ja, eigentlich. Ich glaube, ich habe vielleicht einen Virus oder so. Es hat sich wirklich komisch benommen. Oh nein, das ist nicht gut. Haben Sie versucht, ein Antivirenprogramm auszuführen? Ja, das habe ich gemacht, aber es schien das Problem nicht zu lösen. Vielleicht musst du ein anderes Programm ausprobieren. Oder Sie könnten versuchen, Ihren Computer neu zu starten. Ich weiß nicht, John. Ich befürchte, dass bei einem Neustart alle meine Dateien gelöscht werden. Keine Sorge, Anna. Ihre Akten werden in Ordnung sein. Wenn Sie jedoch besonders sicher sein möchten, können Sie sie jederzeit auf einem Flashlaufwerk sichern. Das ist eine gute Idee. Aber was ist, wenn der Virus nach dem Neustart immer noch da ist? Dann müssen wir die großen Geschütze rufen. Ich kenne einen Typen, der Computerexperte ist. Er kann fast alles reparieren. Wirklich? Das wäre unglaublich.
Glaubst du, er kann das Virus loswerden? Absolut. Er ist wie ein Computer-Ninja. Er wird Ihren Computer in kürzester Zeit wie neu laufen lassen. Haha, ich mag das Geräusch. Lass uns ihn anrufen und diesen Virus aus meinem Leben verbannen. In Ordnung, Anna. Betrachte es als erledigt. Das Virus hat keine Chance gegen uns. Hier, Anna, warst du schon einmal gewandert oder gecampt? Nein, habe ich nicht. Warum fragst du? Nun, ich habe darüber nachgedacht, dieses Wochenende einen Ausflug in die Berge zu machen. Wir könnten wandern gehen und unter dem Sternenhimmel campen. Das klingt nach Spaß. Aber glaubst du, ich bin bereit für ein solches Abenteuer? Natürlich bist du das, Anna. Es ist nur eine einfache Wanderung und eine Nacht in einem Zelt. Wie schwer könnte es sein? Ich weiß nicht, John. Ich bin nicht gerade der Naturliebhaber. Unsinn. Du wirst es lieben. Wir werden alle Arten von wunderschönen Landschaften und Wildtieren sehen. Und wir braten Marshmallows über dem Lagerfeuer. Das klingt verlockend. Aber was ist, wenn wir uns verirren oder von einem Bären angegriffen werden oder so? Keine Sorge, Anna. Ich habe das schon oft gemacht. Ich kenne die besten Trails und habe für alle Fälle eine Bärenpfeife dabei. Eine Bärenpfeife? Was bewirkt das? Es ist eine Pfeife, die ein lautes Geräusch macht. Wenn uns ein Bär zu nahe kommt, können wir ihn pfeifen, um ihn abzuschrecken. Haha, das ist lustig. Aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Dann müssen wir nur unsere Ninja-Fähigkeiten einsetzen, um den Bären abzuwehren. Ninja-Fähigkeiten? Ich glaube nicht, dass ich welche habe. Keine Sorge, Anna. Ich werde es dir beibringen. Und wenn alles andere fehlschlägt, können wir immer sehr schnell rennen. Haha, okay. Ich glaube, ich bin dabei. Lass uns das machen. Das ist der Geist, Anna. Die freie Natur erwartet uns. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, weniger ungesundes Essen zu essen. Hast du Interesse, dich mir anzuschließen? Ja, ich fühle mich ziemlich schuldig wegen all dem Junkfood, das ich in letzter Zeit gegessen habe. Ich auch. Ich dachte, wir könnten damit beginnen, mehr Salate und gegrilltes Hähnchen zu essen. Pfui, Salate sind aber so langweilig. Und gegrilltes Hähnchen ist trocken und geschmacklos. Haha, du musst es nur ein bisschen aufpeppen. Wir können dem Salat etwas frisches Gemüse und ein leckeres Dressing hinzufügen. Und für das Hühnchen können wir es vor dem Grillen in einigen köstlichen Gewürzen marinieren. Okay, das klingt ein bisschen besser. Aber was ist mit Snacks? Ich esse immer Chips und Süßigkeiten. Hier gilt das Gleiche. Aber statt Pommes können wir ein paar geschnittene Äpfel mit Erdnussbutter essen. Und für etwas Süßes können wir etwas dunkle Schokolade nehmen. Dunkle Schokolade? Das ist nicht einmal echte Schokolade. Es ist jedoch gesünder als Milchschokolade. Und es stillt immer noch das Verlangen nach Schokolade. In Ordnung, ich glaube, ich bin dabei. Aber was ist, wenn wir einen Fehler machen und etwas Ungesundes essen? Es ist okay, Anna. Wir sind auch nur Menschen. Wir können am nächsten Tag immer wieder auf Kurs kommen. Haha, okay. Lass uns das machen. Wir werden Freunde für gesunde Ernährung sein. Ja,
Das werden wir. Und wer weiß, wir könnten sogar anfangen, uns nach Salaten und gegrilltem Hähnchen zu sehnen. Seltsamere Dinge sind passiert. Haha, das bezweifle ich. Aber es ist einen Versuch wert. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, unseren Freunden in Deutschland Post zu schicken. Möchtest du zusammen einen Brief schreiben? Klar, das klingt lustig. Aber worüber sollten wir schreiben? Nun, wir könnten ihnen von unserem täglichen Leben erzählen und was mit uns passiert ist. Okay, das klingt gut. Aber mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet. Glaubst du, ich werde auf Deutsch schreiben können? Keine Sorge, Anna. Ich helfe dir. Ich spreche fließend Deutsch. Ich habe dort ein Jahr gelebt. Oh wow, das wusste ich nicht. Okay, lass uns das machen. Aber was ist, wenn wir keine Briefmarken haben? Gutes Argument. Ich denke, wir müssen zur Post gehen, um welche zu holen. Das Postamt? Pfui, das klingt nach Ärger. Es ist nicht so schlimm. Wir können ein Abenteuer daraus machen. Wir werden unsere besten Spionageverkleidungen anziehen und uns im Postamt herumschleichen, um nicht erwischt zu werden. Haha, das klingt irgendwie lustig. Aber was ist, wenn wir erwischt werden? Dann müssen wir unsere Ninja-Fähigkeiten einsetzen, um zu entkommen. Schon wieder Ninja-Fähigkeiten? Ich dachte, wir sollten Spione sein. Derselbe Unterschied. Sei einfach bereit, wirklich schnell zu rennen. Haha, okay. Lass uns etwas Post schicken und internationale Spione oder Ninjas werden. Klingt nach einem Plan. Lass uns das machen. Hi Anna, hast du von dem Popkonzert gehört, das nächste Woche in die Stadt kommt? Oh ja, ich habe ein Poster dafür gesehen. Willst du gehen? Absolut. Ich liebe Popmusik. Ich auch, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Menschenmaßen. Es wird voll sein. Keine Sorge, Anna. Wir müssen nur strategisch vorgehen, was unsere Positionierung angeht. Wir werden unsere Ninja-Fähigkeiten einsetzen, um uns durch die Menge zu schlängeln und nach vorne zu kommen. Schon wieder Ninja-Fähigkeiten? Du liebst die wirklich, nicht wahr? Man weiß nie, wann man einem fliegenden Schuh oder einem abtrünnigen Wasserball ausweichen muss. Haha, das stimmt wohl. Aber was ist mit unseren Outfits? Wir müssen für das Konzert modisch aussehen. Einverstanden. Ich dachte, wir könnten passende Pailletten-Overalls tragen. Was? Auf keinen Fall. Ich möchte nicht wie eine Diskokugel aussehen. Komm schon, Anna. Es wird Spaß machen. Wir werden das Gesprächsthema des Konzerts sein. Pfui, gut. Aber nur, wenn du einen neonfarbenen Cowboy-Hut trägst. Deal. Dieses Konzert wird episch. Ich kann es fühlen. Haha, ich auch. Lass uns für eine Nacht Popstars sein. Hi Anna, warst du in dem neuen Museum, das gerade in der Innenstadt eröffnet wurde? Nein, habe ich nicht. Ist es gut? Ja, ich habe gehört, es ist unglaublich. Wir sollten es uns ansehen. Klar, das klingt nach einer guten Idee. Aber ich muss ein Geständnis ablegen. Was ist es?
Ich weiß nicht wirklich etwas über Kunst. Das ist okay. Man muss kein Kunstexperte sein, um das zu schätzen. Aber was ist, wenn mich jemand nach einem Gemälde fragt und ich nicht weiß, was ich sagen soll? Dann werden wir unsere Ninja-Fähigkeiten einsetzen, um zu entkommen. Haha, sehr lustig. Aber im Ernst, was sollen wir tun? Wir werden uns einfach unsere eigenen Interpretationen ausdenken. Wir können Dinge sagen wie der Einsatz von Farbe spricht mich wirklich an oder die Pinselstriche sind so dynamisch. Okay. Ich probiere es aus. Außerdem können wir ein Spiel daraus machen. Wir werden versuchen, die lächerlichsten Interpretationen zu finden, die möglich sind. Haha, das klingt nach Spaß. Lass es uns machen. Und wenn alles andere fehlschlägt, können wir einfach dumme Fotos mit den Statuen machen. Das ist etwas, was ich definitiv tun kann. Hi Anna, hast du schon unsere neue Nachbarin getroffen? Nein, habe ich nicht. Ist er cool? Ja, er ist wirklich nett. Wir sollten ihn auf einen Drink oder so einladen. Das ist eine gute Idee. Wie ist sein Name? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist etwas wirklich Seltsames. Komisch wie? Sein Name ist zum Beispiel eine Kombination aus zwei verschiedenen Tieren. Was? Meinst du das ernst? Ja, ich glaube, es war wie Leontiger oder so. Haha, das ist so komisch. Ich kann es kaum erwarten, ihn jetzt kennenzulernen. Achte nur darauf, ihn nicht versehentlich bei seinem Spitznamen zu nennen. Wie lautet sein Spitzname? Liga. Er hasst es. Oh Mann, jetzt möchte ich ihn wirklich so nennen. Tu es nicht, Anna. Wir müssen einen guten Eindruck hinterlassen. Gut. Aber ich werde auf jeden Fall die ganze Zeit darüber nachdenken. Und wir sollten es wahrscheinlich vermeiden, über tierbezogene Themen zu sprechen. Einverstanden. Wir wollen den Kerl nicht beleidigen. Nun, da wir einen Plan haben, lass uns einen neuen Freund finden. Klingt gut. Hoffen wir, dass er kein totaler Grizzlyhai ist. Anna, hattest du jemals das Gefühl, zu viel Zeit in sozialen Medien zu verbringen? Ja, manchmal. Es ist schwer, sich nicht dazu verleiten zu lassen, durch endlose Feeds zu scrollen. Ich weiß, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, süchtig danach zu sein. Hier gilt das Gleiche. Ich wünschte, ich könnte einfach alle meine Social-Media-Konten löschen und damit fertig sein. Aber wie würden wir dann mit all unseren Freunden und unserer Familie in Verbindung bleiben? Ich denke, wir könnten auf die alte Schule gehen und Leute anrufen oder ihnen eine SMS schicken. Was für ein verrücktes Konzept. Aber im Ernst, soziale Medien verursachen alle möglichen Probleme. Was zum Beispiel? Nun, zum einen vergleichen sich die Menschen ständig mit anderen und fühlen sich schlecht in Bezug auf ihr eigenes Leben. Ja, ich habe mich definitiv schon einmal so gefühlt. Und dann sind da noch all die falschen Nachrichten und Fehlinformationen, die verbreitet werden. Lass mich damit nicht einmal anfangen. Es ist, als würden die Leute alles glauben, was sie im Internet lesen. Ich weiß. Wir müssen anfangen, für uns selbst zu denken und nicht einfach blind alles zu akzeptieren, was wir online sehen.
Einverstanden. Vielleicht sollten wir eine Kampagne starten, um die Menschen zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit sozialen Medien zu ermutigen. Oder wir könnten einfach lustige Katzenvideos posten und Feierabend machen. Haha, das funktioniert auch. Anna, bevorzugst du Katzen oder Hunde? Definitiv Katzen. Sie sind so süß und unabhängig. Was? Hunde sind viel besser. Sie sind loyal und freuen sich immer, dich zu sehen. Aber Katzen sind so viel einfacher zu pflegen. Du musst nicht mit ihnen spazieren gehen oder ihren Kot aufsammeln. Das stimmt, aber Hunde sind sozialer. Sie lieben es, mit Menschen zusammen zu sein. Katzen können auch sozial sein, sie müssen nur Lust darauf haben. Ich weiß nicht, ich traue Katzen einfach nicht. Sie sehen immer so aus, als ob sie etwas im Schilde führen. Was meinst du? Sie werden einfach da sitzen und dich mit diesen gruseligen Augen anstarren. Haha, das liegt nur daran, dass sie die Weltherrschaft anstreben. Genau. Man weiß nie, was sie denken. Hunde sind jedoch zu vorhersehbar. Sie lecken dir einfach das Gesicht und wedeln mit dem Schwanz, egal was passiert. Das stimmt nicht. Hunde haben alle möglichen Persönlichkeiten. Manche sind faul, manche sind hyperaktiv, manche sind beschützend. Okay, gut. Vielleicht geht es Hunden gut. Aber du musst immer noch zugeben, dass Katzen niedlicher sind. Ich weiß nicht, ich habe in meiner Zeit einige ziemlich hässliche Katzen gesehen. Du nimmst das zurück. Alle Katzen sind auf ihre Art wunderschön. In Ordnung, in Ordnung. Ich denke, wir müssen uns einfach darauf einigen, anderer Meinung zu sein. Einverstanden. Aber wenn wir jemals ein Haustier zusammenbekommen, wird es eine Katze sein. Keine Chance. Wir bekommen einen Hund und das ist endgültig. Hey Nein, Anna, in warst du letzter in Zeit letzter nicht. Zeit im Zoo? Warum fragst du? Ich war neulich dort und es war saukomisch. Wirklich? Was ist passiert? Ich habe die Affen beobachtet und einer von ihnen fing an, sich die Nase zu picken und sie zu essen. Uff, das ist ekelhaft. Ich weiß, oder? Aber es war auch irgendwie lustig. Ich glaube nicht, dass ich in den Zoo gehen möchte, wenn ich mir das ansehen werde. Oh komm schon, es sind nicht alles eklige Sachen. Es gab auch einige süße Tiere, wie die Elefantenbabys. Ah wow, das klingt wirklich bezaubernd. Und die Löwen waren auch ziemlich cool. Sie brüllten und gingen hin und her, als ob ihnen das Haus gehörte. Ich weiß allerdings nicht, ob ich ihnen zu nahe kommen möchte. Ja, sie waren hinter einem großen Zaun, also waren wir in Sicherheit. Aber das Beste waren die Pinguine. Pinguine? Ich liebe Pinguine. Sie waren so lustig. Sie watschelten herum und rutschten auf ihren Bäuchen. Ich hätte sie stundenlang beobachten können. Das klingt nach einem guten Grund, in den Zoo zu gehen. Definitiv. Und wer weiß, vielleicht sehen wir einen anderen Affen, der sich die Nase pickt. Haha, hoffen wir nicht. Hey Anna, magst du Instant-Nudeln? Ja, sie sind okay. Sie sind schnell und einfach herzustellen.
Ich weiß nicht, ich finde sie irgendwie eklig. Sie sind wie die Food-Version eines One-Night-Stands. Was? Wie machst du diesen Vergleich? Nun, du weißt nicht wirklich, was in ihnen steckt. Du konsumierst sie einfach schnell und bereust es später. Haha, ich verstehe, was du meinst. Aber so schlimm sind sie nicht. Sie eignen sich hervorragend für Studenten und Leute mit kleinem Budget. Ja, aber hast du die Zutatenliste gesehen? Es ist wie ein chemisches Experiment. Ich weiß, aber manchmal braucht man einfach etwas Schnelles und Einfaches. Ich glaube schon, aber ich nehme lieber ein Sandwich oder so. Das ist fair. Aber du musst zugeben, dass Instantnudeln süchtig machen. Ja, das sehe ich. Sie sind wie das Junkfood der Nudelwelt. Genau. Und du weißt, was sie sagen, alles in Maßen. Ich weiß nicht, ob das für Instantnudeln gilt, aber klar, das machen wir. Haha, komm schon John, sei nicht so ein Nudelsnob. In Ordnung, in Ordnung. Ich werde versuchen, unvoreingenommen zu bleiben. Aber keine Versprechungen. Hey Ja, Anna, hörst du manchmal. manchmal Radio? Ich höre auf dem Weg zur Arbeit gerne Musik. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Radiomoderatoren sich immer zu sehr bemühen, lustig zu sein. Ja, einige von ihnen können ein bisschen kitschig sein. Und ist dir aufgefallen, dass sie immer diese nervigen Soundeffekte haben? Du meinst, wie das Geräusch einer Hupe oder eines hundebellenden Hundes. Ja, genau. Es ist, als ob sie denken, dass ihre Witze dadurch lustiger werden oder so. Haha, ich weiß, was du meinst. Aber manchmal ist es schön, etwas anderes als Musik zu hören. Ich denke schon. Aber haben Sie jemals diese morgendlichen Talkshows gehört? Ja, sie können ziemlich lustig sein. Ich weiß nicht, Sie scheinen immer über die zufälligsten Dinge zu sprechen. Das ist der Punkt. Es soll unterhaltsam sein. Ich weiß, aber es ist, als würden Sie sich zu sehr bemühen, verrückt zu sein. Haha, du bist so ein Radiosnob. Machen Sie es sich einfach gemütlich und genießen Sie die Unterhaltung. In Ordnung, gut. Aber wenn ich noch einen Soundeffekt höre, wechsle ich den Kanal. Hey Anna, hast du in letzter Zeit gute Bücher gelesen? Eigentlich habe ich gerade angefangen, diesen neuen Roman zu lesen, von dem alle schwärmen. Oh ja? Worum geht es? Es geht um eine Gruppe zeitreisender Katzen, die versuchen, die Welt vor einer bösen Eichhörnchenarmee zu retten. Was? Ich weiß, es klingt verrückt. Aber glaub mir, es ist wirklich gut. Ich weiß nicht, das klingt nach etwas, das sich ein Fünfjähriger einfallen lassen würde. Hey, klopf es erst an, wenn du es probiert hast. Es hat Humor, Action und herzerwärmende Momente. In Ordnung, in Ordnung. Aber du musst zugeben, das ist eine ziemlich unkonventionelle Prämisse. Ich weiß, aber genau das macht es so lustig. Man weiß nie, was als nächstes passieren wird. Ich schätze, das stimmt. Aber wie reisen Katzen durch die Zeit? Haben sie irgendeine magische Kraft? Nein, sie benutzen eine Zeitmaschine aus Pappkartons. Du machst Witze, oder? Nein, ich meine es ernst. Das alles wird in dem Buch erklärt.
In Ordnung, ich glaube dir. Aber ich weiß noch nicht, ob ich für zeitreisende Katzen bereit bin. Passt zu dir. Aber wenn es ein Bestseller wird, sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt habe. Hi Anna, was hast du dieses Wochenende vor? Ich habe vor, mit meiner Nichte auf den Spielplatz zu gehen. Sie liebt es, auf Schaukeln und Rutschen zu spielen. Das klingt nach Spaß. Kann ich mit euch kommen? Klar, je mehr, desto besser. Aber sei gewarnt, du musst mit ihrer Energie Schritt halten. Ich glaube, ich komme damit klar. Als Kind war ich ziemlich gut darin, auf dem Spielplatz zu spielen. Oh, wirklich? Was war deine Lieblingsbeschäftigung? Ich habe es geliebt, auf den Klettergerüsten zu klettern. Ich war wie eine kleine Spinne. Das ist beeindruckend. Ich hatte immer zu viel Angst, um zu hoch zu klettern. Keine Sorge, ich bringe dir ein paar Tricks bei. Und vielleicht können wir sogar meine Nichte zu einem Tagspiel herausfordern. Ha! Ich denke, wir wären ihr nicht gewachsen. Sie ist wie Flash. Nun, wir können es zumindest versuchen. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir ein verborgenes Talent für Spielplatzspiele. Oder vielleicht werden wir einfach wund und müde. Aber so oder so, es wird ein gutes Training sein. Und eine großartige Möglichkeit, sich wieder wie Kinder zu fühlen. Lass es uns machen. Hi Anna, hast du in letzter Zeit etwas eingekauft? Nicht wirklich, warum fragst du? Nun, ich muss ein paar neue Klamotten kaufen und habe darüber nachgedacht, dieses Wochenende einkaufen zu gehen. Willst du zu mir kommen? Ich bin mir nicht sicher. Einkaufen kann ein bisschen stressig sein, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wir können es lustig machen. Wir können ein paar alberne Outfits anprobieren und lustige Fotos machen. Oh nein, ich bin mir nicht sicher, ob ich bereit bin, mich in der Öffentlichkeit zu blamieren. Komm schon, das wird wie eine Modenschau. Wir werden die Gänge hinunterstolzieren und eine Pose einnehmen. Ich weiß nicht, ob ich für diese Art von Modeln geschaffen bin. Nun, vielleicht können wir einfach beim Schaufensterbummel bleiben und sarkastische Kommentare zu den lächerlichen Outfits machen. Jetzt kann ich damit umgehen. Lass uns ein paar Schaufensterpuppen verspotten. Ja. Und wenn wir hungrig werden, können wir jederzeit eine Snackpause einlegen. Einkaufen ist immer besser mit Essen. Okay, du hast mich überzeugt. Lass uns das machen. Aber gib mir nicht die Schuld, wenn wir am Ende ein paar Impulskäufe haben. Deal. Ich werde versuchen, meine Kreditkarte in Schach zu halten. Hi Nein, Anna, habe hast du ich vom nicht. neuen Babypanda im Das Zoo ist so gehört? aufregend. Ja, ich habe ein paar Bilder online gesehen. Es ist so süß und flauschig. Ah wow, ich liebe Pandas. Sie sind so bezaubernd. Ich weiß, oder? Ich wünschte, wir könnten einen als Haustier haben. John, Pandas sind nicht gerade domestizierte Tiere. Ich weiß. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben einen großen, flauschigen Panda-Bären, der mit uns auf der Couch faulenzt. Ich denke, das könnte ein bisschen zu viel sein, um damit umzugehen. Das sind nicht gerade Schoßhunde. Ja, du hast wohl recht. Aber wir könnten damit im Park spazieren gehen und zusehen, wie es auf Bäume klettert. Ich glaube nicht, dass Pandas Spaziergänge oder Bäume wirklich mögen. Das sind ziemlich sesshafte Tiere. Oh, richtig.
Ich schätze, wir müssen uns einfach damit zufrieden geben, sie im Zoo zu besuchen. Das ist eine gute Idee. Wir können ein paar Bambusnacks mitbringen und ihnen beim Essen zusehen. Und vielleicht können wir sogar ein Foto mit dem Babypanda machen. Ja. Und dann können wir unser süßes neues Profilbild in den sozialen Medien zeigen. Perfekt. Wer braucht einen Panda als Haustier, wenn wir einfach Panda-Paparazzi sein können? Hi Anna, hast du von der globalen Erwärmung gehört? Natürlich habe ich das, John. Es ist ein großes Problem für unseren Planeten. Ja, ich weiß. Aber ich habe eine Lösung. Wirklich? Was ist dein genialer Plan, John? Wir müssen nur alle davon überzeugen, nicht mehr so viel zu atmen. John, ich denke nicht, dass das eine sehr praktische Lösung ist. Atmen ist irgendwie lebensnotwendig. Aber denk darüber nach, Anna. Wenn wir alle nur eine Atempause einlegen würden, könnten wir unseren CO2-Fußabdruck wirklich reduzieren. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, John. Außerdem, wie würden wir alle überleben, ohne zu atmen? Ich schätze, du hast recht. Vielleicht könnten wir stattdessen einfach aufhören, Autos zu benutzen. Das ist eine praktischere Lösung, John. Wir könnten stattdessen versuchen, Fahrrad zu fahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. Oder wir könnten einfach auf dem Rücken von Riesenschildkröten reiten, wie in dem Film. John, ich glaube nicht, dass das ein Dokumentarfilm war. Bleiben wir bei realistischeren Lösungen. In Ordnung, in Ordnung. Radfahren ist es. Aber können wir wenigstens diese coolen Neon-Spandex-Outfits tragen? Ich denke, das geben wir weiter, John. Konzentrieren wir uns einfach darauf, den Planeten zu retten. Hi Anna, freust du dich auf unsere Reise? Ja, ich kann es kaum erwarten, den Strand zu sehen. Aber ich bin ein bisschen nervös, am Flughafen einzuchecken. Keine Sorge, Anna. Es ist einfach. Sie müssen nur zum Check-in-Schalter gehen und ihnen Ihren Reisepass und Ihre Bordkarte zeigen. Was ist, wenn Sie mir viele Fragen stellen? Ich will die Warteschlange nicht überstehen. Sag ihnen einfach die Wahrheit, Anna. Sie werden nicht zu viele Fragen stellen. Okay, aber was ist, wenn Sie mich bitten, meine Schuhe auszuziehen oder meine Jacke auszuziehen? Das ist nur ein Teil des Sicherheitsprozesses, Anna. Es soll sicherstellen, dass alle in Sicherheit sind. Ich verstehe das, aber was ist, wenn ich vergesse, etwas aus meiner Tasche zu nehmen und es am Scanner markiert wird? Dann durchsuchen Sie einfach deine Tasche, Anna. Das ist keine große Sache. Das hoffe ich. Aber was ist, wenn ich versehentlich etwas eingepackt habe, das ich nicht hätte packen sollen? Was zum Beispiel? Ich weiß nicht, wie eine riesige Flasche Shampoo oder ein großes Messer oder so. Anna, warum würdest du eine riesige Flasche Shampoo oder ein großes Messer für einen Strandurlaub einpacken? Ich weiß nicht, John. Ich sage nur, was wäre, wenn? Okay. Lass uns einfach tief durchatmen und uns entspannen. Wir werden den Check-in-Prozess gemeinsam durchführen. Und ich verspreche, dass ich dich keine riesigen Shampooflaschen oder große Messer einpacken lasse. Worauf hast du Lust, Anna? Ich bin am Verhungern. Ich weiß nicht, John. Ich fühle mich heute unentschlossen. Vielleicht sollten wir einfach in ein Restaurant gehen und schauen,
was gut aussieht. Das ist eine gute Idee. Aber lassen Sie uns sicherstellen, dass wir nicht am Ende etwas bestellen, das uns nicht gefällt. Ja, ich hasse es, wenn das passiert. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich es zurück in die Küche schicke. Ich auch. Vielleicht sollten wir einfach alles auf der Speisekarte bestellen und dann entscheiden, was wir wollen. John, das ist eine schreckliche Idee. Wir können es uns nicht leisten, alles zu bestellen. In Ordnung, gut. Vielleicht können wir den Kellner einfach um eine Empfehlung bitten. Okay, aber was ist, wenn uns nicht gefällt, was Sie empfehlen? Dann können wir einfach etwas anderes bestellen. Das ist keine große Sache. Aber was ist, wenn wir am Ende ein wirklich seltsames Gericht haben? Nun, dann haben wir später wenigstens eine lustige Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, John. Ich möchte kein Risiko eingehen. Vielleicht sollten wir uns einfach an etwas Sicheres wie Pizza halten. Pizza. Anna, wir sind in einem schicken Restaurant. Sie servieren hier wahrscheinlich nicht einmal Pizza. Oh, stimmt. Nun, was ist mit Spaghetti? Nochmals, Anna, das ist nicht Olive Garden. Wir müssen bei der Auswahl unserer Lebensmittel etwas abenteuerlustiger sein. Okay, gut. Wie wäre es, wenn wir uns jeweils ein Gericht aussuchen und es dann teilen? Jetzt reden wir, Anna. Das ist eine großartige Idee. Und wenn einem von uns nicht gefällt, was wir bestellt haben, können wir der anderen Person jederzeit das Gericht stehlen. Anna, hast du schon einmal eine richtig gute Erdbeere gegessen? Ja, natürlich. Sie sind süß und köstlich. Aber hattest du schon einmal eine Erdbeere, die so gut war, dass du ihr einen Liebesbrief schreiben wolltest? Was? Nein, John. Das ist lächerlich. Hör mir zu. Stellen Sie sich vor, Sie beißen in eine Erdbeere und sie ist so saftig und würzig, dass Ihr Herz höher schlagen lässt. Ich meine, ich hatte schon einmal gute Erdbeeren, aber ich würde nicht sagen, dass sie es wert sind, einen Liebesbrief zu schreiben. Nun, vielleicht hast du einfach nicht die richtige Erdbeere gegessen. Vertrau mir, Anna. Wenn Sie die perfekte Erdbeere probieren, wissen Sie, wovon ich spreche. Okay, John. Ich halte Ausschau nach der perfektesten Erdbeere der Welt. Und wenn du ihn gefunden hast, vergiss nicht, ihm einen Liebesbrief zu schicken. Anna, hast du diese neue Reality-TV-Show über das Kochen gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen. Worum geht es? Es ist eine Show, in der sie ein paar Amateurköche nehmen und sie gegeneinander antreten lassen. Der Gewinner erhält eine Trophäe und einen schicken Restaurantjob. Das klingt lustig. Vielleicht probiere ich es aus. Ja, das solltest du. Aber seien Sie gewarnt, einige der Gerichte, die sie zubereiten, sind absolut lächerlich. Lächerlich? Was meinst du? Nun, letzte Woche mussten sie ein Dessert nur mit Gemüse zubereiten. Ein Typ hat einen Karottenkuchen gebacken, der wie ein Schuh schmeckte. Oh nein, das klingt furchtbar. Und in der Woche davor mussten sie mit Zutaten kochen, die von einem Zufallsgenerator ausgewählt wurden. Ein Typ hat Erdnussbutter, Blumenkohl und Sojasauce bekommen. Es war ein Desaster. Okay, jetzt muss ich mir diese Show ansehen. Es klingt wie eine Katastrophe, die darauf wartet, passieren zu können.
Genau. Es ist, als würde man einem Zugunglück zusehen, man kann nicht wegschauen. Hey Anna, hast du von dem Sporttag gehört, der nächste Woche stattfindet? Nein, habe ich nicht. Welcher Sporttag? Es ist ein Tag, an dem alle Abteilungen bei der Arbeit bei verschiedenen Sportveranstaltungen gegeneinander antreten. Das klingt nach Spaß. Welche Veranstaltungen gibt es? Es gibt einen Staffellauf, ein Tauziehen und sogar ein Dreibeinrennen. Ein dreibeiniges Rennen? Das klingt so komisch. Ja, es ist immer ein Publikumsliebling. Letztes Jahr haben sich 2 Typen verheddert und am Ende eine Gesichtspflanzung im Schlamm gemacht. Oh nein, das ist zu lustig. Ich muss sicherstellen, dass ich meine Kamera mitnehme. Oh, und du wirst den Ballonwurf nicht verpassen wollen. Es ist wie Hot Potato zu spielen, nur mit einem Wasserballon. Das klingt nach einem Rezept für eine Katastrophe. Genau. Und du weißt, was sie sagen, es ist kein richtiger Sporttag, bis jemand durchnässt ist. Nun, darauf freue ich mich jetzt auf jeden Fall. Es klingt wie ein Knaller. Hi Anna, kann ich mir den Drucker für eine Minute ausleihen? Ich muss ein Dokument ausdrucken. Klar, aber du solltest dich besser beeilen. Ich habe gerade Tim von der Buchhaltung gesehen, wie er dorthin ging. Oh nein, nicht Tim. Er braucht immer ewig, um seine Tabellen auszudrucken. Ja, er baut dort praktisch sein Lager auf. Du solltest besser schnell handeln. Keine Sorge, ich habe meine Laufschuhe an. Viel Glück, John. Mögen die Druckgötter mit dir sein. Ha, ich hab's geschafft. Und gerade noch rechtzeitig. Gute Arbeit, Speedy Gonzales. Ich denke, Sie haben einen neuen Rekord für den schnellsten Drucker-Dash aufgestellt. Ich mache mir keine Sorgen, wenn es ums Drucken geht. Es ist ein ernstes Geschäft. Ja, und wir sollten wahrscheinlich mit dem Training für die nächste Büro-Olympiade beginnen, den Druckerstaffellauf. Das ist eine großartige Idee. Wir könnten sogar eine Trophäe in Form eines Druckers anfertigen lassen. Wissen Sie was, geben wir der Personalabteilung keine Ideen. Sie könnten es tatsächlich versuchen. Anna, bist du bereit für den Frühjahrsputz? Müssen wir? Es ist so eine mühsame Aufgabe. Komm schon, denk an das Endergebnis. Ein sauberes und organisiertes Zuhause. Ich weiß. Aber es ist einfach so viel Arbeit. Deshalb sollten wir ein Spiel daraus machen. Ein Spiel? Ja. Wir teilen die Aufgaben auf und schauen, wer zuerst fertig werden kann. Der Verlierer muss eine Woche lang den Abwasch erledigen. Sie sind dran, Mister. Aber glaube nicht, dass du mich besiegen kannst. Oh, ich bringe mein AG mit. Ich habe die ganze Woche meine Staubtechnik geübt. Okay. Lass uns anfangen, bevor du weiter mit Trash-Talking anfängst. Erledigt. Nicht so schnell, Kumpel. Ich bin vor 5 Minuten fertig. Verdammt nochmal. Diesmal gewinnst du. Ich habe dir gesagt, du sollst mich nicht unterschätzen. In Ordnung, in Ordnung. Du gewinnst fair und ehrlich.
Lasst uns jetzt mit einem schönen, sauberen Zuhause feiern. Klingt nach einem Plan. Anna, meine Eltern kommen uns dieses Wochenende besuchen. Oh, das ist großartig. Ich habe sie eine Weile nicht gesehen. Was sind deine Pläne? Wir werden wahrscheinlich einfach abhängen und uns treffen. Sie wollen sehen, wie es uns geht, seit wir an diesen neuen Ort gezogen sind. Klingt nach Spaß. Gibt es etwas Besonderes, das du mit ihnen machen möchtest? Nun, mein Vater spielt gerne Brettspiele, also dachte ich darüber nach, ihm die Siedler von Catan vorzustellen. Oh, das ist eine tolle Idee. Ich liebe das Spiel auch. Vielleicht können wir es interessant machen, indem wir ein paar Wetten darauf platzieren, wer gewinnt. Davon weiß ich nicht. Meine Mutter wäre vielleicht nicht besonders glücklich, wenn wir vor ihr anfangen, zu spielen. Okay, vielleicht können wir einfach um Prahlerei spielen. Aber lassen Sie uns sicherstellen, dass Sie Ihren Vater schonen. Wir wollen nicht, dass er das Gefühl hat, gegen den neuen Schwiegersohn zu verlieren. Guter Punkt. Aber ich habe das Gefühl, dass er uns alle überraschen und die Nase vorn haben wird. Das werden wir sehen. So oder so, es wird ein lustiges Wochenende mit deinen Eltern. Anna, wie wäre es, wenn wir eine Pause machen und uns neben dem Teich im Park entspannen? Das klingt nach einer großartigen Idee, John. Möchtest du ein paar Semmelbräusel mitbringen, um die Enten zu füttern? Ja, und vielleicht können wir uns auch ein paar Snacks mitbringen. Gute Idee. Ich bringe etwas Obst und du kannst ein paar Chips mitbringen. Perfekt. Und wir können uns zurücklehnen und das friedliche Rauschen des Wassers genießen. Ich kann es kaum erwarten, die Fische und Schildkröten im Teich zu sehen. Es ist so entspannend. Pass nur auf, dass du nicht einschläfst und mit Enten auf dem Schoß aufwachst. Haha, ich werde dafür sorgen, dass ich meine Augen offen halte. Aber wenn wir Enten auf dem Schoß haben, haben wir wenigstens ein paar gute Geschichten zu erzählen. Anna, warst du schon einmal im Urlaub am Strand? Ja, habe ich. Warum fragst du? Ich dachte darüber nach, Urlaub am Strand zu machen, aber ich mache mir Sorgen, einen Sonnenbrand zu bekommen. Nun, du könntest immer Sonnencreme tragen, John. Ja, aber was ist, wenn ich vergesse, es erneut aufzutragen und am Ende wie ein Hummer aussehe? Haha, ich kann es jetzt sehen. Wir werden viele Fotos machen müssen. Auf keinen Fall, ich möchte nicht die Lachnummer des Strandes sein. Keine Sorge, John. Wir stellen nur sicher, dass Sie ausreichend Aloe Vera Gel für Ihren Sonnenbrand mitbringen. Und was ist mit dem Sand? Es kommt überall hin und es ist unmöglich, es loszuwerden. Das stimmt, aber wir können immer einfach den Sand umarmen und so tun, als wären wir Meerjungfrauen. Meerjungfrauen? Ich glaube nicht, dass ich die Zahl dafür habe. Nun, du kannst dich immer einfach im Sand vergraben und stattdessen eine Sandburg sein. Haha, das klingt nach einem guten Plan. Lass uns an den Strand gehen und Spaß haben. Nur Guten etwas Morgen, Toast Anna. und Marmelade. Was isst du zum Was ist Frühstück? mit dir? Ich denke darüber nach, Pfannkuchen zu machen, bin mir aber nicht sicher, ob ich genug Eier habe. Nun, du könntest immer versuchen, sie ohne Ei zuzubereiten. Vielleicht verwende eine Banane als Ersatz. Das klingt interessant, aber ich weiß nicht, ob ich möchte, dass meine Pfannkuchen nach Banane schmecken.
Vielleicht könntest du ein paar Schokoladenstückchen hinzufügen, um das auszugleichen. Das ist eine gute Idee. Bananenpfannkuchen mit Schokoladenstückchen sind es. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte, einen Frühstücksplan zu erstellen. Ich auch. Es ist immer besser, eine zweite Meinung einzuholen, besonders wenn es um Essen geht. Anna, warst du schon einmal in Paris? Ich habe gehört, es ist eine wunderschöne Stadt mit vielen großartigen Sehenswürdigkeiten. Ja, ich war schon einmal dort. Der Eiffelturm ist definitiv ein Muss, aber es gibt auch viele andere großartige Sehenswürdigkeiten. Das klingt unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, all die berühmten Sehenswürdigkeiten zu sehen und mehr über die Geschichte der Stadt zu erfahren. Vergiss das leckere Essen nicht. Französische Croissants sind die besten. Und wir können nicht gehen, ohne Schnecken probiert zu haben, oder? Schnecken? Du meinst Schnecken? Davon weiß ich nichts, Anna. Komm schon, John. Es ist eine französische Delikatesse. Stell sie dir einfach als schleimige kleine Pommes frites vor. Ich weiß nicht, ob mich das überzeugen wird, Anna. Nun, wenn Sie keine Lust auf Schnecken haben, können wir uns jederzeit an die traditionellere französische Küche halten. Baguettes, Käse und Wein. Jetzt sprichst du meine Sprache. Anna, weißt du, was mein Lieblingsessen ist? Lass mich raten. Pizza? Nein, es ist Schokolade. Oh, ich hätte es wissen müssen. Warum liebst du Schokolade so sehr? Es ist köstlich, es ist ein Stimmungsaufheller und es ist das perfekte Hausmannskost. Was gibt es nicht zu lieben? Nun, ich weiß nicht, vielleicht die Tatsache, dass es nicht gerade das gesündeste Lebensmittel ist, das es gibt. Oh, komm schon, Anna. Das Leben ist zu kurz, um sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Außerdem habe ich gehört, dass dunkle Schokolade tatsächlich gut für dich ist. Das stimmt, aber du kannst nicht eine ganze Tafel dunkler Schokolade auf einmal essen und das als gesund bezeichnen. Ja, da hast du wohl nicht ganz unrecht. Aber du musst zugeben, Schokolade ist immer noch unglaublich. Dem kann ich nicht widersprechen. Was ist deine Lieblingsschokoladensorte? Definitiv Milchschokolade. Es ist einfach so cremig und lecker. Ich selbst bin eher ein Fan von dunkler Schokolade. Ich mag die Bitterkeit und den Reichtum. Nun, dann mehr Milchschokolade für mich. Hey, auf keinen Fall. Wir teilen. Anna, ich habe in letzter Zeit Schlafstörungen. Hast du irgendwelche Tipps, wie du früher schlafen kannst? Nun, eine Sache, die Sie versuchen können, ist Schafe zu zählen. Schafe zählen? Funktioniert das wirklich? Natürlich tut es das. Du schließt einfach deine Augen und stellst dir ein Feld voller flauschiger weißer Schafe vor. Dann zählst du sie nacheinander, während sie über einen Zaun springen. Haha, das ist ein lustiges Bild. Ich werde es versuchen müssen. Sie können auch sicherstellen, dass die gesamte Elektronik mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen ausgeschaltet ist. Das blaue Licht von Bildschirmen kann den natürlichen Schlafzyklus Ihres Körpers beeinträchtigen. Verstanden, ich habe keine nächtlichen Netflix-Singles mehr. Und schließlich versuchen Sie, eine regelmäßige Schlafenszeit zu etablieren.
Dinge wie ein warmes Bad zu nehmen oder vor dem Schlafengehen ein Buch zu lesen, kann deinem Körper signalisieren, dass es Zeit zum Schlafen ist. Danke für den Rat, Anna. Ich werde dich wissen lassen, wie es läuft. Kein Problem, John. Süße Träume. Hallo Anna, hast du dir die Lebensläufe für die neue Stellenausschreibung angesehen, die wir haben? Ja, habe ich. Einige von ihnen sehen gut aus, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich den richtigen Kandidaten auswählen soll. Ich weiß, was du meinst. Es ist, als würde man versuchen, eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Vielleicht sollten wir einfach unsere Augen schließen und nach dem Zufallsprinzip eine auswählen? Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Wir könnten mit jemandem enden, der denkt, er bewirbt sich stattdessen für einen Zirkusjob. Du hast recht. Wir wollen niemanden, der mit Aufgaben jongliert und sie ständig fallen lässt. Genau. Wir brauchen jemanden, der zuverlässig und verantwortungsbewusst ist und vorzugsweise über einige Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt. Ja, und jemand, der in der Mittagspause kein Nickerchen macht. Stimmt. Wir brauchen jemanden, der wach und aufmerksam ist und sofort loslegen kann. Vielleicht sollten wir sie bitten, während des Interviews einen kleinen Tanz aufzuführen. Auf diese Weise können wir sehen, wie koordiniert sie sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das nötig ist, Anna. Aber wir können Ihnen auf jeden Fall einige knifflige Fragen stellen und sehen, wie Sie reagieren. Klingt gut für mich. Hoffen wir einfach, dass wir die richtige Person für den Job finden. Ja, sonst müssen wir vielleicht doch jemanden aus dem Zirkus rekrutieren. Anna, hast du jemals versucht, Klavier zu spielen? Nein, habe ich nicht. Warum fragst du? Ich dachte nur, es wäre ein lustiges Hobby für uns, das wir zusammen aufnehmen könnten. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nicht sehr musikalisch veranlagt. Oh komm schon, so schwer kann es nicht sein. Du drückst einfach mit deinem Finger auf die Tasten. Das ist leicht für dich zu sagen. Du hast mehr Finger als ich. So habe ich das nicht gemeint. Außerdem könntest du immer mit deinen Zehen spielen. Das wäre ein sehenswerter Anblick. Siehst du, wir haben schon Spaß mit dieser Idee. Lass es uns versuchen. In Ordnung, ich probiere es aus. Aber wenn ich für den Rest meines Lebens Chopsticks spiele, ist das deine Schuld. Anna, kannst du mir helfen, ein paar Fotos von meinem alten Handy auf mein neues zu übertragen? Sicher, John. Über wie viele Fotos sprechen wir hier? Oh, nur ein paar hundert. Ein paar hundert? Das wird ewig dauern. Ich weiß, aber ich möchte keinen von ihnen verlieren. Okay, lass uns sehen. Wir können Bluetooth verwenden, um sie zu übertragen. Hast du es eingeschaltet? Ja, es ist an. Großartig. Lassen Sie uns nun die Telefone koppeln. Kannst du mir den Namen deines Telefons sagen? Sicher, es ist Johns Avisomephon. John, hast du dein Handy wirklich so genannt? Was? Es ist großartig. Okay. Lass uns jetzt unsere Telefone koppeln. Ich schicke eine Anfrage an dein Telefon. Ich hab's. Ich akzeptiere es jetzt. In Ordnung,
Jetzt können wir mit der Übertragung beginnen. Das könnte eine Weile dauern, also wie wäre es, wenn wir uns einen Kaffee holen? Klingt gut für mich. Lass uns gehen. Anna, hast du irgendwo meine Brieftasche gesehen? Nein, wo hattest du es zuletzt? Ich glaube, ich hatte es, als wir gestern im Supermarkt waren. Ich muss es irgendwo fallen gelassen haben. Oh nein, das ist nicht gut. Hast du in deinen Taschen nachgesehen? Ja, ich habe überall nachgesehen. Ich glaube, es ist verloren. Nun, wir müssen es finden. Hattest du Bargeld oder Kreditkarten da drin? Ja, ich hatte ein bisschen Bargeld und meine Kreditkarten. Aber die gute Nachricht ist, dass ich immer noch mein Handy habe. Das ist eine Erleichterung. Wir können versuchen, deine Wallet anzurufen und zu sehen, ob sie antwortet. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, Anna. Okay, wie wäre es, wenn wir unsere Schritte von gestern zurückverfolgen und schauen, ob wir es finden können? Das ist eine gute Idee. Vielleicht haben wir Glück und jemand hat es im Laden abgegeben. Oder vielleicht hat ein netter Fremder es abgeholt und sucht nach einer Möglichkeit, es dir zurückzugeben. Ja, oder vielleicht erlebt die Brieftasche ihr eigenes Abenteuer, reist durch die Stadt, macht Selfies und veröffentlicht sie auf Instagram. Das wäre lustig. Aber ernsthaft, lass uns danach suchen. Ich helfe dir, danach zu suchen. Danke, Anna. Ich weiß das zu schätzen. Vielleicht finden wir unterwegs sogar einen verborgenen Schatz. Hey Anna, hast du mein neues Auto gesehen? Nein, habe ich nicht. Was für ein Auto hast du bekommen? Ich habe einen Sportwagen. Es ist leuchtend rot und sehr schnell. Wow, das klingt aufregend. Hast du es schon ausprobiert? Ja, habe ich. Es macht so viel Spaß zu fahren. Ich kann es kaum erwarten, es auf einen Roadtrip mitzunehmen. Nun, sei einfach vorsichtig. Du willst keinen Strafzettel wegen Geschwindigkeitsübertretung bekommen oder schlimmer noch, in einen Unfall geraten. Keine Sorge, ich werde verantwortungsbewusst fahren. Ich denke darüber nach, es dieses Wochenende zur Autowaschanlage zu bringen. Willst du mit mir kommen? Klar, das würde ich liebend gern. Aber erwarte nicht, dass ich dir beim Waschen helfe. Ich will mir nicht die Hände schmutzig machen. Haha, mach dir keine Sorgen, ich mache die ganze Wäsche. Sie können einfach im Auto sitzen und die Fahrt genießen. Klingt gut für mich. Lass uns deinen Freunden dein neues Auto zeigen. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniere unseren Kanal und schau dir mehr Videos von unserem Kanal an.